Moin Moin und herzlich willkommen beim TWS. In den folgenden Minuten geht's um Backsteine, genauer gesagt um deren Bemalung. Denn vor kurzem stellte mir ein Zuschauer genau eben diese Frage: Wie bemalt man typische Backsteinmauern? Ganz entscheidend hierbei ist natürlich, man muss überhaupt erstmal Backsteine haben. Daher zeige ich euch zunächst 3 Möglichkeiten, wie ihr relativ schnell und einfach Backsteinmauern selber basteln könnt. Alles, was ihr braucht, ist ein passendes Stück Hartschaum. Und für die erste Variante einen Bleistift sowie ein Geodreieck. Damit zeichnet bzw. prägt ihr zunächst horizontale Fugen in ca. 5 mm Abstand in den Hartschaum. Anschließend folgen die vertikalen Fugen in etwa 10 mm Abstand. Immer schön versetzt, sodass dieses Fugenmuster entsteht. Euer Bleistift sollte hierfür weich und eine leicht abgerundete Spitze haben, damit der Hartschaum nicht einreißt. Für die zweite Variante benötigt ihr einen alten Borstenpinsel, dem die Haare ausgegangen sind. Formt mit einer kleinen Zange aus der Zwinge ein Rechteck, das ihr nun auf dem Hartschaum wie einen Stempel einsetzen könnt. Ziegel für Ziegel prägt ihr dann eine Mauer. Das geht gefühlt sogar etwas schneller als die Bleistift-Variante und sieht obendrein auch noch etwas unregelmäßiger aus. Am schnellsten geht's aber natürlich mit einer Strukturrolle von zum Beispiel Shifting Lens. Damit rollt ihr einfach über den Hartschaum, um sekundenschnell ein Ziegelmuster zu prägen. Macht das am besten auf einem dicken Hartschaumblock und schneidet dann das Mauerstück ab, denn dünne Hartschaumplatten wellen sich durch die Rollen. Noch ein weiterer Tipp: Sollen eure Backsteinziegel verwittert sein, geht vor dem Prägen mit einer Kugel aus Alufolie drüber, um leichte Kratzer und Unebenheiten zu strukturieren. Aus meiner Sicht braucht es solche Verwitterungen aber nicht, zumal diese bei der Bemalung auch leichte Probleme bereiten, wie ihr gleich sehen werdet. Apropos Bemalung und damit zurück zum eigentlichen Thema dieses Tutorials. Eure Grundfarbe für Backsteinmauern ist die Fugenfarbe. Das kann ein schmutziges Weiß oder ein helles Grau oder ein heller Sandton sein. Oder ein Weiß, das mit einer der anderen Farben gemischt wurde. Oder ein Weiß, in das ihr eine der Farben nass in nass hineintupft, um einen unregelmäßigen Farbverlauf zu erhalten. Wichtig ist, dass ihr auch etwas Holzleim mit in die Farbe mischt, um eine Versiegelung und festere Oberfläche zu erhalten. Hier die Mauer, die ich mit der Pinselzwinge geprägt habe und die ohne Alufolienkugel schon herrlich verwittert daherkommt. Ist alles getrocknet, schnappt euch einen Ziegelrot und einen großen Trockenbürstpinsel. Damit bürstet ihr nun diagonal und aus verschiedenen Richtungen über die Mauer, um die erhöhten Ziegelflächen einzufärben. Wichtig ist, immer schräg und nie in Richtung der Fugen zu bürsten, um diese nicht ungewollt mit einzufärben. Um das Rot dann aufzulockern, könnt ihr hier und da noch mit ähnlichen Rottönen drüber bürsten oder euer ursprüngliches Ziegelrot einfach etwas aufhellen und abdunkeln. Mit einem Sandton werden dann punktuell noch ein paar letzte Trockenbürstakzente gesetzt. Wer seine Backsteinmauern aber nicht so neuwertig, sondern lieber verwittert gestalten möchte und auch mit einer Alufolienkugel gearbeitet hat, dürfte sich nun an den hellen Kratzern stören. Die müssten nämlich dunkler und dürften keinesfalls so hell wie die Fugen sein. Zum schnellen Einfärben legt die Mauern einfach hin und gebt ein paar Tropfen Wasser drauf, die ihr dann mit einem weichen Pinsel verreibt. Das Wasser löst einige Farbpigmente und färbt die Fugen und Kratzer nun rötlich ein. Das könnt ihr dann auch noch zum Beispiel mit einem braunen Wash verstärken, den ihr punktuell hineintupft. Oder den ihr pur auftragt und dann mit Wasser auf der Mauer verblendet. Aber egal, wie ihr euch entscheidet, alle Bemalvarianten gehen schnell und leicht von der Hand. Hier nochmal zur Übersicht. Die Bleistiftmauer mit hier und da etwas braunem Wash, die Pinselzwingenmauer und nur trocken gebürstet, die Strukturrollenmauer mit dem feinen Ziegelmuster und nur trocken gebürstet und in der Variante mit Alufolienkugel, Wasser und punktuellen Washflecken. Die Strukturrollenmauer mit dem groben Ziegelmuster und nur trocken gebürstet und nochmal per Alufolienkugel verwittert und mit Wasser ohne extra Wash. Entsprechend nun die Frage von mir: Welche Variante gefällt euch am besten? Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!